Bei der Umsetzung japanischer oder amerikanischer Spiele für den europäischen Markt wurde oft lediglich das Bildsignal an 50 Hertz angepasst, ohne jedoch die Spiellogik oder Animation nachträglich zu beschleunigen. Das bedeutet, dass die gesamte Spielgeschwindigkeit proportional reduziert wurde. Der Unterschied beträgt im Durchschnitt etwa 17%, wodurch Gameplay, Musik und Animation spürbar langsamer werden. Bei manchen Spielen fällt das kaum auf, bei anderen jedoch beeinträchtigt es den Spielspaß massiv. Es gibt Leute, die argumentieren, dass wir das damals gar nicht bemerkt hätten und die Spiele trotzdem genossen haben. Aber ich denke, sobald man einmal die Original 60 Hertz Version eines Spiels gespielt hat, für mich persönlich war das bei Sonic the Hedgehog ein Schlüsselerlebnis, dann will man eigentlich kaum noch zur langsameren PAL-Version zurück. Viele Retro-Gamer, mich eingeschlossen, suchen daher Wege, den PAL-Slowdown zu umgehen. Die unkomplizierteste, oft aber eben auch teuerste Methode: einfach eine Konsole aus den USA oder Japan importieren. In manchen Fällen gibt es aber auch systemabhängige Workarounds. Bei vielen Sega-Konsolen beispielsweise ist die Hardware der verschiedenen Regionen fast identisch. Ob 50 oder 60 Hertz ausgegeben werden, hängt oft einfach nur von bestimmten Leiterbahnverbindungen ab. Trennt man beispielsweise die PAL-Leitung und schaltet auf die NTSC-Leitung um, gibt die Sega Mega Drive Konsole 60 Hertz aus und Spiele laufen in Originalgeschwindigkeit. Andere Systeme wiederum steuern die Bildfrequenz über die Software. Beim Atari 2600 etwa läuft ein NTSC-Spielmodul auch auf einer PAL-Konsole mit 60 Hertz. Allerdings stimmen die Farben dann halt nicht mehr überein, da auf den alten Atari-Konsolen die PAL- und NTSC-Farbkodierung unterschiedlich belegt gewesen sind. So kann in einem Spiel der Himmel, der eigentlich blau sein sollte, plötzlich lila erscheinen. Andere Konsolen, bei denen die Bildausgabe softwaregesteuert gewesen ist, können ein Spiel technisch auch mit der vom Programm vorgegebenen Geschwindigkeit und Bildrate wiedergeben. Allerdings stößt man hier oft auf Region Lockouts. Ein bekanntes Beispiel ist die PlayStation 1. Würde man auf einer PAL PS1 ein US-Spiel starten, könnte die Hardware es prinzipiell mit 60 Hertz darstellen. Die Konsole weigert sich jedoch, das Spiel zu laden, weil es nicht für die PAL-Region lizenziert ist. Und solche Regionsperren gab es hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. In Europa nämlich wurden Spiele in der Regel deutlich teurer verkauft als in Japan. Nehmen wir wieder Sonic the Hedgehog als Beispiel. Anfang der 1990er Jahre kostete ein neues Sonic-Modul in Deutschland oft zwischen 100 und 140 D-Mark. In Japan hingegen lag der Preis für eine Neuerscheinung bei etwa 5.000 bis 6.000 Yen, also grob umgerechnet etwa die Hälfte. Diese hohen Preise sind auch der Grund, warum viele von uns, die in den 90ern in Europa mit Konsolen aufgewachsen sind, meist deutlich kleinere Spielesammlungen hatten als Gleichaltrige in den USA oder Japan. Die 5 Spiele hier beispielsweise sind alles, was ich mir in meiner Kindheit als Neuerscheinungen habe leisten können. Erst um die Jahrtausendwende wurde der PAL-Slowdown von Herstellern langsam etwas ernsthafter angegangen. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen wuchs das Bewusstsein der Spieler, dass sie jahrelang technisch abgespeckte Versionen bekommen hatten. Emulatoren machten den Unterschied zwischen 50 Hertz und 60 Hertz Versionen erstmals für viele sichtbar. Zum anderen wurde der europäische Markt wirtschaftlich attraktiver, nicht zuletzt durch die Euro-Einführung und die EU-Erweiterung. In dieser Zeit intensivierten Hersteller tatsächlich Bemühungen, PAL-Optimierungen anzubieten oder zumindest 50-60 Hertz Optionen mitzugeben. Bei vielen Titeln für Sega Dreamcast oder Sony PlayStation 2 beispielsweise wurde man beim Start gefragt, ob man in 50 Hertz oder 60 Hertz spielen wollte. Das Spiel prüfte dabei, ob der angeschlossene Fernseher 60 Hertz unterstützt und passte sich entsprechend an. So konnten europäische Spieler erstmals völlig regulär und ohne Modifikation in der Originalgeschwindigkeit spielen. Mit dem in den 2010er Jahren aufkommenden Retro-Nischenmarkt
gehört es zu den Vorteilen von Geräten wie dem NES Mini oder dem C64 Mini und ähnlichen Neuauflagen, dass die enthaltenen Spiele in Originalgeschwindigkeit mit 60 Hertz liefen. Heute ist insbesondere Atari ein gutes Beispiel für eine Firma, die das Retro-Segment stark kommerzialisiert hat. Neu produzierte Atari 2600 Module erscheinen häufig bewusst im NTSC oder dem sogenannten PAL-60-Format. Das heißt, sie laufen auch auf PAL-Konsolen mit 60 Hertz und sind dabei so angepasst, dass sie farbkorrigiert wiedergegeben werden. Was jedoch weiterhin sehr oft fehlt, ist die nachträgliche Bereitstellung älterer Spiele im optimierten PAL-60-Format. Ein Missile Command im PAL-60 für die Originalkonsole gibt es offiziell nicht zu kaufen. Wer auf teure US-Importe verzichten will, hat im Wesentlichen nur zwei Optionen. Entweder die alten Spiele für moderne Geräte kaufen und auf diesen spielen, oder eben die Nutzung von ROM-Dateien und Emulatoren. Und letzteres ist, wie wir wissen, rechtlich heikel. Das Herunterladen von ROMs ohne entsprechende Rechte ist urheberrechtlich in den meisten Ländern illegal. Und zwar auch dann, wenn man das Originalmodul besitzt. Genau hier prallen meiner Meinung nach Verbraucherschutz und Urheberrecht ziemlich krass aufeinander. Der PAL Slowdown ist im Kern nämlich nichts anderes als ein Produktmangel. Schließlich bekommen Verbraucher hier eine technisch eingeschränkte Version. Meiner Meinung nach müsste es hier eigentlich eine Form von Support oder Ausgleich geben, doch die Rechte sind ganz klar auf Seiten der Hersteller. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn es legal möglich wäre, zum Beispiel bei Atari ein ROM zu erwerben, das ich dann selbst für PAL Farb korrigieren oder auf 60 Hertz umstellen könnte, wenn es denn der Hersteller schon nicht anbietet. Aber eine solche Option existiert nicht. Selbst wenn ich eine Original-Cartridge wie diese Missile Command hier besitze, darf ich jetzt nicht modifizierte Versionen des Spiels nutzen. Ich darf ja nicht einmal diese Cartridge hier umprogrammieren. Und das führt zu einer für Konsumenten, wie ich finde, unattraktiven Situation. Was nützt mir beispielsweise eine neue Atari 2600 Plus Konsole, wenn ich, um Originalspiele in richtiger Geschwindigkeit und Farbe zu spielen, diese wieder teuer aus den USA importieren muss? Warum gibt es keine offizielle Möglichkeit, ein PAL-Spiel intern zu beschleunigen oder eine optimierte Version bereitzustellen? Stattdessen scheint die Industrie einmal mehr den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, um eben ja nicht an der strikten Auslegung des Urheberrechts zu rütteln, auch wenn das für uns Spieler klar von Nachteil ist. Unterm Strich, fürchte ich, wird sich an dieser Situation auf absehbare Zeit nichts ändern. Ja, moderne Spiele werden heute weltweit marktgerecht entwickelt, es gibt keine regionalen Geschwindigkeitsunterschiede mehr wie früher. Retroaktiv jedoch muss sich jeder, der sich mit diesem Hobby beschäftigt, zwangsläufig mit dem PAL Slowdown auseinandersetzen und für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Wie gesagt, ich höre immer wieder von Leuten, denen es egal ist. Für sie steht die Nostalgie im Vordergrund und sie spielen ihre Spiele gerne so, wie sie es aus ihrer Kindheit kennen. Ich gehöre eher zur anderen Gruppe. Mir geht es beim Sammeln vor allem um die ideale Spielerfahrung. Deswegen bevorzuge ich Original-Hardware mit Original-Steuerungsoptionen. Und so suche ich gezielt nach Spielversionen, die dem ursprünglich angedachten Spielerlebnis möglichst nahe kommen. Mir war es wichtig, das Thema jetzt einfach mal ausführlich anzusprechen. Denn wenn ich über Hardware, Spiele oder Retro-Systeme spreche, erwähne ich den PAL Slowdown schon ziemlich häufig. Und ich möchte einfach, dass jeder weiß, wovon ich spreche. Tja, wie ist euer Standpunkt zum PAL Slowdown? Habt ihr den Unterschied bisher überhaupt bewusst wahrgenommen? Empfindet ihr ihn als störend oder ist er euch egal? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wie immer, stay tuned.